Well, that is such a wonderful bhavna, you see. That is such a wonderful. Eine wundervolle Bhavna. Yeah, bhavna means desire in effect. Ein Bhavna mit dem Desire in effect. It is our desire. Wunsch in Auswirkung. Desire in effect. This is real bhavna. It's like all the 9 columns. Jagat Kalyan Bhavna. Das ist das richtige Bhavna. Das ist wie die 9 Kalamos. Yes, it's a desire in effect. Bhav is charge and bhavna is discharge. See? Das ist ein Wunsch in Auswirkung. Bhavna, das ist Entladung. Yeah, bhav is charge. You see? Bhav ist Aufladung und Bhavna ist Entladung. Yeah, bhav has been taken away from all of us. Has been Bhav wurde von uns allen jetzt weggenommen. Yeah, it's so, bhav has been removed from all of us. Bhav is ich bin Moritz. I am Moritz. Bhav wurde jetzt von uns allen weggenommen. Das Bhav, das war ich bin Moritz. Yeah, automatically, the moment you say I am Moritz. Und automatisch in dem Moment, wo du sagst, ich bin Moritz, a bhav arises in front of you. Yes. Da entsteht ein Bhav vor dir. You look at water, and if you're thirsty, a bhav arises. You see. Du schaust dir Wasser an und wenn du durstig bist, dann entsteht ein Bhav. Yeah, you look at a piece of cake, and if you're hungry, a bhav arises. You see. Oder du schaust dir ein Stück Kuchen an und wenn du hungrig bist, entsteht ein Bhav. Whereas now, whether it is a piece of cake or whatever it is in front of us, it is. Während jetzt, ob es nun ein Stück Kuchen ist oder egal was da vor uns ist, even if it's a very sweet and tempting piece of cake, sogar wenn es ein sehr verlockendes Stück Kuchen ist, it is only simply a desire that is discharging, you see. Ist es einfach nur ein Wunsch, der sich entlädt. But what dear Ove made you all have the bhavna of people moving about in a fearless way is a very great bhavna, you see. Aber zum Beispiel das Bhavna zu haben, dass Menschen sich auf angstfreie Weise bewegen können, das ist ein sehr großartiges Bhavna, das man haben kann. Yeah, you see, now, what you do not know, what you and I do not know and do not understand creates a lot of fear, you see, compared to... Was du und ich nicht verstehen und was du und ich nicht wissen, das lässt ganz viel Angst entstehen. That fear is 9/10 of the problem. The problem may be 10%, but fear magnifies it. Diese Angst, das sind 9/10 von dem Problem. Das Problem ist vielleicht 10%, aber diese Angst, die macht das so schlimm. Magnifies it so much. And so we have the vision, the U capital understanding. Also we have the knowledge, the K capital knowledge, you see, of the self. Und wir haben aber das Wissen groß geschrieben und das Sehen groß geschrieben von dem Selbst. And with that knowledge and vision, we also have the exact knowledge of Vyavasthit, scientific circumstantial evidence, you see. Und mit diesem Wissen, da haben wir auch das exakte Verstehen von Vyavasthit, den sich bedingenden Umständen. With these three, with two as part of our gear, our armament, our protection, and diesen 2 Dingen, die Teil von unserem Schutz sind, von unserer Bewaffnung sozusagen. We are able to see
evidences in exactness without any component of fear, Da können anxiety, wir Umstände in ihrer Exaktheit sehen, ohne irgendwelche Komponenten von Angst. without any exaggeration, anxiety, embellishment, unnecessary views. You see, there is the view of Vyavasthit and everything else is. Ohne irgendwelche übertriebenen Ängste. Wir können das mit der exakten Sicht darauf sehen. You see, unnecessary view arises from intellect, whereas Vyavasthit kills the intellect, you see. Die unnötige Sicht, die entsteht vom Intellekt, und Vyavasthit, das zerstört den Intellekt. Yeah, it kills it so that it kills the unhealthy, the unnecessary, and that portion of the intellect which only causes entanglements and confusion. It does not. Es tötet den Teil vom Intellekt, der unnötig ist und einfach nur Vereinnahmungen kreiert. So, did you sing the Tri Mantra formally, or were you just practicing for the sound? It was two times perfectly formally sang. So, but we can still sing it just for the Jagat. Let us sing it for the Jagat Kalyan and for exactly that. For the people who are anxious all over the world. You see there. Lasst es uns singen für die Menschen, die voller Angst sind auf der ganzen Welt. So Tri Mantra for those who are in fear, okay? Also das Tri Mantra für die, die voller Angst sind. Okay, so go ahead, Uwe, you decide who sings. Uwe, du entscheidest, wer singt. Wer von euch fühlt sich richtig voll aufgeladen und möchte gerne dafür diese Chance nutzen? Das ist der Moment. Okay, Monika, go for it. Monica. Oi, Monica. Hola, Monica. Sorry. Yes, good to see you, my dear. Go ahead, unmute. Schön, dich zu sehen, Monika. Shuddha, can you do me a favor? Can you make me the host, and then I can coordinate? Sure. No problem. Dada team. Dada team. Okay. Yes, okay. All right. Okay, good. All right, good. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loesavasahunam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam Chasavesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loesavasahunam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam Chasavesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitaragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loesavasahunam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam Chasavesim.
Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Wonderful. Vielen Dank, meine Liebe. Yes. Moritz, kannst du mich zum Host machen? Shuddha hat dich aus Versehen zum Host gemacht. Auf meinen Namen gehen und dann einfach Host erstellen klicken. Danke. Jai Sachidanand. Wo mache ich das? Du gehst jetzt auf meinen Account und dann oben sind die 3 Punkte, da klickst du drauf und dann steht da Host erstellen und dann klickst du da drauf, dann ist gut. Hast du? Dada-Team, die 3 Punkte anklicken und dann kannst du da, wenn du dann siehst, du Host erstellen. Taucht dann auf. Wunderbar, danke, das war's. Jai Sachidanand. Okay. All right. So let us begin our satsang today. We are into the Siddha Stuti, and this is our 21st session of the Siddha Stuti. You see? Also, lass uns unseren Satsang heute beginnen. Wir machen heute die Siddha Stutis und das ist unsere 21. Sitzung diesbezüglich. Yeah. Can we mention that that you do 1.5 hours only today, Okay. and that you switch between the translators after 45 minutes? So then, Okay. both of them. Would you let me know? Would you let me I'll know? let you know. Okay. I'll keep you informed. Okay. All right. Yeah. All right. So 45, huh? Yes. Okay, dann machen wir heute 45 Minuten, dann Pause und dann nochmal 45 Minuten. Yeah. So wonderful. Highest namaskars to the Paramatma, the Absolute Ones within each one present here. Die höchsten Namaskars für die eine Seele in jedem, der hier anwesend ist. Please accept our namaskars. Yeah. Bitte nehmt diese Namaskars an. Yeah. All right. So the field stock is called, what is called the field stock? Field stock. Das aufgeladene Konto, was wird so genannt? Yeah, field stock will when it empties, and it is emptying for each one of us every day, you see. Wenn es sich entlädt, und es entlädt sich für jeden von uns jeden Tag. Field stock empties with rag and dvesh, attachment and aversion, you see. Und es entleert sich mit Rag und Dvesh, mit Anhaftung und Abscheu. Whereas some part of field stock opens up and there is attachment. Also ein Teil des Guthabens entlädt sich und da ist dann Anhaftung. And then other parts will unfold in front of you and I, and there will be abhorrence or aversions reaction. Und andere Teile wird sich entfalten vor dir und mir und da wird dann Ablehnung sein. And it is both of these, through attachment and aversion, these both cause aggression. They are by Durch nature. beiden, durch Anhaftung und durch Ablehnung wird jeweils Aggression hervorgerufen. Attachment and aversions cause aggressions, you see. Anhaftung und Abscheu bedeuten Aggressionen. And every time there is aggression, it requires pratikraman, you see. Und jedes Mal, wenn da eine Aggression ist, dann braucht man Pratikraman. Pratikraman is absolutely necessary for, and in our awareness we will know when the aggression happens, you see. Und Pratikraman ist absolut notwendig und in unserem Gewahrsein werden wir wissen, wann die Aggression passiert. Yeah, so this field stock is not something that you and I can control. You see, this. Also dieses aufgeladene Konto, das ist nicht etwas, das du oder ich kontrollieren können. Even an advanced level Mahatma will have field stock, and it will surprise him. You see,
It will Auch ein also älterer Mahatma, der wird dieses Guthaben oder dieses Konto noch haben und das wird ihn überraschen. yeah, but nothing to be concerned about. The word fill stock is a very beautiful knowledge. No, Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Wort aufgeladenes Konto, das ist you know, sehr schönes Wissen. when you go to the grocery stores here, you know, you carry your own little bag instead of wasting the plastic bags or the paper bags they give you. So, you know. Wenn du hier in einen kleinen Supermarkt gehst, dann nimmst du deine eigene Tüte mit, um nicht Plastik zu verschwenden, diese Plastiktüten, die dir sonst gegeben werden. So we, in the last life, in our bag, you know, in our grocery bag, we just we collected everything from the supermarket of the world. Und im letzten Leben haben wir in unserer Tüte alles gesammelt von dem Supermarkt der ganzen Welt. It is these supermarkets of our world are very small. You see, you have to enter and then exit. Whereas, you know, the entire world is a supermarket only. Diese Supermärkte in unserer Welt, die sind so klein, da muss man reingehen und wieder rausgehen, während doch eigentlich die ganze Welt ein großer Supermarkt ist. So wherever you look, the word bhav will arise, because in the last life, you and I were not separate from this body complex. You see, whatever body we had, whether a male or a female body, really doesn't matter. Whatever body we had, Also wo immer wir hinschauen, da wird das Wort Bau aufkommen. In unserem letzten Leben, ob wir nun männlich oder weiblich waren, welchen Bau wir auch immer hatten, welchen Körper. And wherever it went, day or night, it was only adding into the grocery bag of the supermarket, you see. Wo auch immer dieser Körper hingegangen ist, Tag und Nacht hat er einfach nur mehr in diese Tüte von dem Supermarkt reingestopft. Yeah, the supermarket was the entire world, you see. Und der Supermarkt war die ganze Welt. And believing I am John or I'm Ellen. Und zu glauben, ich bin John oder Ellen. There was, you can bet for sure, there was bhav, you see. There was this. Da kannst du drauf wetten, auf jeden Fall Bau. There was the bhav. Bhav means I am this body and I am doing this. That's all. Da war Bau. Bau bedeutet, ich bin der Körper und ich bin der Handelnde. I am suffering and I don't know why I'm suffering, but ich bin der Leidende und ich weiß nicht, warum ich leide. But suffering, both pleasure and pain with gusto, you see. Suffering. Beides, Schmerz und Vergnügen mit 100% conviction that I am the one suffering, you see. Mit der 100%igen Überzeugung, dass ich derjenige bin, der leidet. Suffering of pleasure as well as suffering of pain with 100% conviction, you see. Das Erleiden von Vergnügen und das Erleiden von Schmerz mit der 100%igen Überzeugung. And yes, and that was the effect called bhav karma, you see. It was bhav karma. Und das war die Auswirkung, die man Bhav Karma nennt. And that is why in this life we have an Anna Marie and a Moritz and a Tanya and Wilhelm and Ellen, everybody right now. Und deswegen haben wir in diesem Leben eine Anna Marie, einen Moritz, einen Wilhelm und all die anderen. Yeah. And you don't know, you see, in that you kept on adding, everything being added through bhav, you see, everything added. Und so du hast da immer durch Bau immer mehr hinzugefügt und noch mehr hinzugefügt. Yeah, I love this, I hate this, I love this, I hate this, you see. Ich liebe das, ich hasse das, ich liebe das, ich hasse das. And as a consequence, it keeps coming out, you see. It keeps coming out with the same intensity of love and hate, same intensity. Und als Konsequenz davon kommt es mit der genau gleichen Intensität an Liebe und Hass wieder hinaus. And the intensity, same intensity and duration. So it is, you know, duration and intensity. Mit derselben Dauer und Intensität. Yeah, so
it's you see, this is what the one who believed I am this body, the soul that believed I am this body. Und das ist der, der geglaubt hat, ich bin dieser Körper, also die Seele, die geglaubt hat, ich bin dieser Körper. It was the soul that believed I am this body, you see. Es war die Seele, die glaubte, ich bin dieser Körper. And that one now in this life has been separated. The soul that believed I am this body is now the Bhavo, only separate from the I, you see. I Und be. derjenige wurde jetzt getrennt in diesem Leben. Die Seele, die glaubt, ich bin der Körper, die ist jetzt der Babo. Yeah, you see, everybody is familiar with IBM, the biggest technology company, right? Also IBM. jeder von uns kennt wahrscheinlich IBM, diese große Technologiefirma. Yeah, but for us, it now gets a new meaning, you see. And that new meaning is the Aber I. bekommt das jetzt eine neue Bedeutung. Und diese neue Bedeutung ist I Babo Mangal Das, you see, not the international business machine, but the I Babo Mangal Das, you see. Also das bedeutet jetzt ich, Babo und Mangaldas, nicht mehr internationale Businessmaschine. We can call it the I Life After Life business machine. I Life After Life business machine. Wir können es die Ich Leben für Leben Businessmaschine nennen. Yeah, it just enters into businesses and then produces new business, new business. And Geht in ein Business rein und dann produziert es mehr Business und mehr Business. Right, now no more, you see. No more. It's so beautiful. Now we know that the one who used to believe I am this body has been separated from us. Aber das reicht jetzt. Und jetzt, das ist so wunderschön, weil jetzt wissen wir, der glaubte, ich bin dieser Körper, der wurde jetzt getrennt. Not only has been separated from just that belief, but in the entire complex of beliefs. You see, beliefs arising. Er wurde nicht nur von diesem Glauben getrennt, sondern von einem gesamten Komplex von verschiedenen Glauben. Wherever you look, there is a belief. You see, wherever there is a bhav, there is a belief. Wo auch immer du hinschaust, ist ein Glaube. Wo auch immer ein Bau ist, da ist eine Überzeugung. Which bhav would you call call as pure? None, absolutely none. Bhav. Welches Bau würdest du als rein bezeichnen? Keins davon, keins ist rein. Yeah. The one who is now disengaging from this entire world that you and I know. Derjenige, der sich jetzt aus dieser Welt zurückzieht oder sich von ihr trennt, die du und ich kennen. Not this world, the physical world, but this world of this mind, this body, and these words. Nicht diese Welt, diese physische Welt, sondern diese Welt von mein und mein Körper. Yeah, you see, the one who is disengaging, has been disengaged since the day of the Gnanvidhi, my dear friends. Absolutely disengaged. Der sich da jetzt zurückzieht, der hat angefangen damit sich zurückzuziehen oder wurde da zurückgezogen von dem Tag des Gnanvidhis an. Yeah, absolutely disengaged, and all you're left with is the belief complex, the Bhavo, and the Mangaldas, the body, the Moritz. Und allem, mit dem du jetzt zurückbleibst, ist der Bhavo und der Mangaldas, der Moritz. I, Bhavo, Moritz. Ich bin der Körper. Ich, Bhavo, Moritz. That also is an IBM, is it not? Das ist auch ein IBM, oder? IBM, I, Bhavo, Moritz. I, Bhavo, Mangaldas. Yes? Ich, Bhavo, Moritz. Bhavo Mangaldas. Yeah, the Bhavo wants to. The Bhavo says, I don't want to go in this direction. I want to go in that direction. All of those are part of the Bhavo only. Nothing to do with. Der Bhavo sagt, ich will in diese Richtung oder in diese Richtung, aber all das ist Teil des Bhavo. Yeah, so it's actually in other words, that one is called in the last life.
we give energy to that bhava by saying, I am this body. You see, I am. Also mit anderen Worten, im letzten Leben haben wir Energie dazu, dem gegeben, indem wir gesagt haben, ich bin dieser Körper. You see, energizing a body that is not ours is called pratishtha, you see. Einen Körper zu energetisieren, der nicht unserer ist, das nennt man Pratishtha. Not our body. It wasn't our body. It never really was our body. That is why it is called Körper. Es ist nicht unser Körper und es war nie wirklich unser Körper. pratishtha. In other words, you installed your energies into the body, and that is why it is called pratisthit atma, you see. It is not the real. Das bedeutet, du hast die Energie in diesen Körper reingesteckt und deswegen wird es Pratisthit Atma. Yeah, so that pratisthit atma, so right now in front of this, my dear friends, all of us, we are all pratisthit atmas. These, you know, we can see Marion all the way down to Hans and Susanne in this screen, you see, right? Also jetzt gerade sind wir also alle Pratisthit Atmas, alle, die wir hier sehen können, von Marion. And Bhairavi and, you know, and Tanya and Marga. You see, all of these are, we are all pratisthit atmas. The pratisthit atma means the relative self that is looking at the relative selves, you see here. Wir sind alle Pratisthit Atmas. Das bedeutet, what does it mean, Shuddha? We are pratisthit atma. In other words, we were discharging souls, you see, discharging. Wir sind, also mit anderen Worten, wir sind sich entladende Seelen. Relative self, otherwise called the relative self, you see. Sonst wird das relative Selbst genannt. So the relative self sees Elizabeth, you see. The relative self sees Elizabeth, Tanya, Ellen, Wilhelm, you see. Also das relative Selbst, das sieht Elisabeth, Tanja oder Wilhelm. And I see you, I capital, ich bin, reine Seele, see you. Und ich, großgeschriebenes Ich sehe dich. And so the Shuddhatma Bhagavans within each one of us are seeing the Shuddhatma Bhagavans. And the relative selves are here in satsang, you see. Also die Shuddhatma Bhagavans in uns, die sehen die Shuddhatma Bhagavans in den anderen. Und die relativen Selbst, die sind hier im Satsang. It said the relative selves are actually right now in the satsang, they are all Gnani Bhavos, you see. Die relativen Selbst sind tatsächlich, die jetzt hier im Satsang sind alle Gnani Bhavos. Yeah, but this definition of the Gnani Bhavo is very subtle. The more he sees through these agnas, the more he comes towards the I, you see. Also die Definition von dem Gnani Bhavo, die ist sehr subtil. Je mehr er durch die Agnas sieht, desto näher kommt er zum Ich. Yeah, so the more you and I, and this satsang and all the ones that are organized by Uwe and Nada, all of these are designed for you to come home to the I. I is the most important thing. Alle diese Satsangs, die von Uwe oder Nada veranstaltet werden, die sind darauf ausgelegt, nach Hause zu kommen, zu dem Ich, zu dem Selbst. Yeah, the Gnani Purush, by the way, the Gnani Purush, okay? Der Gnani Purush übrigens. The Gnani Purush is the one who molds a human being to become a Tirthankar even. A Gnani Purush has the energy to turn a human being into a Tirthankar. Also der Gnani Purush, der hat die Energien, ein menschliches Wesen so zu modellieren, dass es zu einem Tirthankara wird. Can you imagine the beauty of a Gnani Purush versus a Tirthankar? A Tirthankar cannot make a Tirthankar. Kannst du dir das vorstellen, die Schönheit eines Gnani Purush im Vergleich zu eines Tirthankars? Denn ein Tirthankar, der kann keinen weiteren Tirthankar erschaffen. A Tirthankar, he just sits there like our Lord, you know. He just sits there, you know, and his darshan. Ein Tirthankar, der sitzt einfach da, wie unser Lord, weißt du? Yeah, but the Gnani Purush can make a human being into a Tirthankar. Isn't that an amazing
definition of Gnani Purush. Aber ein Gnani Purush, der kann ein menschliches Wesen in ein Tirthankara machen. Ist das nicht eine wunderschöne Definition von einem Gnani Purush? Yeah, all those human beings who have become Tirthankars have met a Gnani Purush. You see. Alle menschlichen Wesen, die Tirthankaras wurden, die haben einen Gnani Purush getroffen. Yeah, without a Gnani Purush, therefore nothing happens, you see. And this is the beauty of it. And the fundamental method of proceeding in this direction is to take away the bhav, to take away. Also ohne einen Gnani Purush passiert gar nichts. Und die Essenz in diesem Pfad weiterzugehen, ist das Bhau wegzunehmen. Is to destroy the illusion with reference to who am I in this? Am I Moritz? Am I Bhairavi? Or am Diese I? Illusion zu zerstören in dieser ganzen Sache. Bin ich Moritz? Bin ich Bhairavi? Yeah, so Shuddha Bhagwan, again and again we keep coming back to the beauty of the Gnani Purush who is beyond a name, you see. Und jedes Mal, Vishuddhatma Bhagwans, kommen wir wieder zurück zu der Schönheit des Gnani Purushs, die jenseits eines Namens liegt. Recently, I think, yes, it was, this is beautiful. I shared with some of you, but Gnani Purush. Kürzlich habe ich das mit jemandem von euch geteilt, über einen Gnani Purush. Our Ddaashri, okay? He was invited in the early 70s to a home of a prominent businessman in Vadodara. Also Dada wurde in den 70er Jahren, unser Dada wurde damals zu einem Haus von einem sehr prominenten Businessman in Baroda eingeladen. And so in those days, there were some people who were very much alert and aware about the beauty of such a visit. Und zu diesen Tagen gab es einige Menschen, die sich dessen durchaus bewusst waren, der Schönheit so eines Besuchs. And some would get ordinary flower garlands, which were made out of course, beautiful flowers that you've seen Dada wear, Und manche von denen haben sich dann solche Ketten organisiert aus wunderschönen Blumen, die man manchmal sieht, die Dada auf Bildern trägt. Very fragrant. Dada would keep it on throughout the satsang, and there were others who would get elaborate sandalwood flowers, sandalwood garland, you see. Die haben sehr gut gerochen und Dada hat das dann immer den ganzen Satsang angelassen. Oder andere, die haben eben solche Ketten aus Sandelholz, das für Dada gebracht. Sandalwood that is intricately carved into flowers. If you rub it, you get this beautiful smell every time, and it lasts forever for as long as you have. Sandelholz, das war dann eben so bearbeitet, dass es aussah wie Blumen, und wenn man das gerieben hat, dann hat das für immer wundervoll gerochen. In fact, if you see it here, this picture has the sandalwood. Tatsächlich könnt ihr das sehen. Dieses Bild ist mit dieser Girlande aus Sandelholz, mit dieser Kette. So anyway, what happened is at the end of the satsang, Dada took out that garland and gave it to was passiert ist, am Ende des Satsangs hat Dada dann diese Sandelholzkette abgenommen. He took it out and he gave it to the host gentleman. Und hat sie dann abgenommen und dem Gastgeber gegeben. And told him, preserve this carefully because it has got the subatomic particles, Parmanus. Und hat dann gesagt, passt darauf sehr gut auf, denn es hat die subatomaren Teilchen, die Parmanus, of all the 24 Tirthankars. 24 Tirthankars. Von allen 24 Tirthankaras.
This is amazing sentence from our Gnani Purush. The first Tirthankar, as you know, was 1,000,000 years ago. Und das Lord ist ein Rishabdev. wundervoller Satz von unserem Gnani Purush Dada. Wie ihr wisst, war der erste Tirthankara ja vor 1.000.000 Jahren. He says, it has got the subatomic particles of the 24 Tirthankars. Und er sagt, es hat die subatomaren Teilchen von den 24 Tirthankaras. It kind of suddenly wakes you up with reference to the amazing being, the nature, amazing presence of our Gnani Purush Dadashri. Und das lässt dich dann plötzlich aufwachen in Bezug auf diese unvorstellbare Präsenz von unserem Gnani Purush Dadashri. The more we appreciate him and his magnificence, the higher we rise inside, you see, in this world of the self. Je mehr wir seine Großartigkeit wertschätzen, desto mehr steigen wir auch auf in unserem Selbst. Yes, Vishuddhatma Bhagavan. So let us now go to our Siddha Stuti, and let me see if I can share the screen so we can go read further, shall we? Okay, dann gehen wir jetzt weiter zu den Siddha Stutis und ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen. Yes, okay, here I found it, and I'll just go ahead and share it, and then you can write it. This is on page 20, okay? This is the Siddha Stuti part. Shall I read? Okay, so it's a small one, so I'll read it, and then you read the ones in German, okay? All right, Moritz? Yes. Okay. It is only necessary to say it, is the heading. Questioner, can a time be set to say it, Dada? The Siddha Stuti, Dadaashri says, say it at any time, not at a set time. The questioner, suppose I decide to say it for an hour between 7 and 8 in the morning. Now, if I do that with such a firm determination every day, then is that better, or can I say it whenever I feel like it? And when I don't feel like it, then I don't do it? Is the other she says, no, it is better to do it at a set time. If it's not possible to maintain a set time, then say it whenever you can. A set time is possible for only some people. It is not so for everyone. Questioner. Suppose I decide to do it for an hour between 7 and 8, and I sit down at that time to say it, and at that time the intent may or may not be there. Even then I say it. The other she says, I have no need for the intent. By the way, the word here is how do I? Where have I said that? There is no such condition. There is just an envisioning that I am this, the self. Whether there is an intent in it or not, I am not concerned with that. Say it so your ears can hear it. There is no intent in this at all. There is no such thing as intent, bhav here. The intent bhav has been cancelled here. That is called Akram. And the word intent that you speak of, you are actually referring to desire. Therefore, intent has been cancelled here in Akram. Questioner, can I say them if Kashai, anger, pride, deceit, greed are present in the mind, Dada? Dadaashri, it is best when it is said while Kashai are present. The Kashai will have to stop. They have to leave at that time. They have to vacate the home. Just as when a tigress comes, does anyone stick around? So when you say it, the Kashai make their way out.
All right, now let's have you share the German portion, please. Es ist nur erforderlich, sie aufzusagen. Fragender. Kann man eine Zeit festlegen, sie aufzusagen? Ddaashri. Sag sie irgendwann auf, nicht zu einer bestimmten Zeit. Fragender. Angenommen, ich entscheide mich, sie zwischen 7 und 8 Uhr am Morgen 1 Stunde lang aufzusagen. Wenn ich das jeden Tag mit solch festem Entschluss tue, ist das dann besser oder kann ich sie aufsagen, wann immer ich mich danach fühle? Und wenn ich mich nicht danach fühle, dann tue ich es nicht. Ddaashri. Nein, es ist besser, es zu einer festgelegten Zeit zu tun. Wenn es nicht möglich ist, eine feste Zeit einzuhalten, dann sprich sie, wann immer du kannst. Eine feste Zeit ist nur für manche Leute möglich. Das passiert nicht für jeden. Fragender. Angenommen, ich entscheide mich, sie 1 Stunde zwischen 7 und 8 zu machen. Und ich setze mich zur gegebenen Zeit hin, um sie zu sprechen. Dann mag ich in dem Moment die Absicht da sein oder auch nicht, dennoch spreche ich sie. Ddaashri. Ich brauche keine Absicht, oder? Wo habe ich so etwas gesagt? Es gibt keine solche Bedingung. Dies ist einfach ein sich vorstellen, dass ich dies bin, das Selbst. Ob eine Absicht darin liegt oder nicht, das kümmert mich nicht. Sprich sie so, dass deine Ohren sie hören können. Es liegt keinerlei Absicht darin. Hier gibt es überhaupt keine Absicht. Hier ist die Absicht Bau gestrichen. Man nennt das Akram stufenlos. Und das Wort Absicht, von dem du sprichst, damit meinst du eigentlich Wunsch. Deshalb ist die Absicht hier gestrichen worden. Fragender. Kann ich sie aufsagen, wenn im Verstand Ärger, Stolz, Täuschung oder Gier, die Kashais, präsent sind? Ddaashri. Es ist das Beste, wenn sie aufgesagt werden, während Ärger, Stolz, Täuschung oder Gier präsent sind. Die Kashais werden aufhören müssen. Sie müssen dann gehen. Sie müssen das Zuhause räumen. Genau wie wenn eine Tigerin kommt. Bleibt irgendwer da? Sobald du sie also sprichst, gehen Ärger, Stolz, Täuschung und Gier hinaus. Good, wonderful. Thank you. Yes. So now let's go a little deeper into this. Also jetzt gehen wir da etwas tiefer hinein. In the initial portions, Dada is the standard answer of Dada with reference to his. Also die Standardantwort von Dada in Bezug auf dies hier ist. It's discipline. You say this niyam is discipline. You say this niyam. Disziplin. Yeah, you know, those of you who are into the Patanjali path, yam niyam, you know, asan. Also You know, die von euch, die in den Patanjali-Weg sich mit auskennen. It's those who are on the step-by-step path, you know, they first, before even they can proceed in the spiritual path, they have to have a certain discipline. They have to also diejenigen, die im Schritt-für-Schritt-Weg sich auskennen oder sind, bevor die überhaupt irgendwo hinkommen, brauchen sie eine gewisse Disziplin. Yeah, discipline, not this disciple. Sorry, just correct that. Susanne, thank you. This discipline is so. If you have no discipline at all, if there is, you know, if you're one or in life you have no discipline in terms of time, then the first step is, of course, you'll have to come to some sense of timing. You Germans, most of you are very disciplined. Wenn du zum Beispiel im Leben keine Disziplin hast, dann musst du natürlich, also zum Beispiel in Bezug auf Zeit, dann musst du natürlich erstmal zu einer gewissen Disziplin kommen. Ihr Deutschen seid zum Beispiel sehr diszipliniert diesbezüglich. Yeah, it's a discipline. Is this, you know, when the whole world is asleep in the night, you shouldn't be awake at 2 o'clock in the morning, you know.
You're the only one whose light is burning in the house, in the home. Also wenn jeder nachts schläft, dann solltest du nicht wach sein um 2 Uhr nachts und als Einziger das Licht brennen haben im ganzen Haus. So sleep when the world sleeps, eat when, take your meals at a regular time, then Also regular. schlaf, wenn die Welt schläft, und esse deine Mahlzeiten zu einer regulierten oder festen Uhrzeit. Some regularity with reference to exercise, some regularity with reference to work and play, and this is all part of the discipline, you see. Eine gewisse also Beständigkeit bezüglich Sport und Arbeit, das ist alles Disziplin. But important thing is, but Dada begins by saying, Siddha Stuti can be said at any time. But if you're going... Dada beginnt damit zu sagen, die Siddha Stutis, die können zu jedem Zeitpunkt gesagt werden. But the person who is asking the question is obviously somebody with discipline. So he says, is it better to do it at fixed time? Then Dada says, yes. By fixed time. Die Person, die aber das fragt, die ist offensichtlich jemand mit Disziplin. Und deshalb fragt sie, ist es besser, es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen oder nicht? Yeah, so discipline is always better than no discipline, right? Und Dada sagt, ja, Disziplin ist immer besser als keine Disziplin. So essentially, but he says the important thing is, then he moves, but then Dada is understanding that not everybody gets time. Discipline. Aber dann versteht Dada auch, dass nicht jeder eben Zeit hat und die Disziplin. Very, very few people's lives are arranged in such a way that every time, every day at a certain time they can do the Charan Vidhi or the Siddha Stuti or whatever, you see. Also das Leben von nur sehr wenigen Menschen ist wirklich so festgelegt, dass sie immer zu einer bestimmten Zeit das Charan Vidhi machen können oder die Siddha Stutis. And that is why many Mahatmas, that's the first thing they do. They set up the alarm, get up in the morning, and when there is no disturbance, they finish their Charan Vidhi or their Siddha Stuti, you see. Und das ist etwas, was viele Mahatmas tun. Sie machen stellen den Alarm auf ganz früh morgens, und das Erste, was sie dann tun, ist, sie beenden ihre Siddha Stutis oder lesen das Charan Vidhi. And then the satsang moves on to the word bhav, you see. And it's essentially, he says, und dann geht der Satsang weiter zu dem Wort Bhau, und da sagt Dada im Prinzip, and which is very common. People in India, especially in Gujarat, and also in North India, they use the word bhav, means yes, they use the word bhav freely. Dada, will you please... In vielen Teilen von Indien, speziell in Gujarat oder in Nordindien, da benutzen die Leute das Wort Bhau sehr gern, sehr frei. You see, they will say, oh, Dada, will you please come to my home? I would love for you to have... It's my bhav that you come to my home. It's my... Also sie würden zum Beispiel sagen, oh Dada, komm doch bitte mal zu mir nach Hause. Das wäre sehr schön, wenn du kommen würdest. Das ist mein Bhau, dass du zu mir kommst. Dada, it's my bhav. As you go to bed, as you look at Dada's photograph, you say, Dada, it's my bhav that you come to my dream, in my dream. Und wenn sie dann abends ins Bett gehen, dann schauen sie sich nochmal Dada an und sagen, Dada, es ist mein Bhau, dass du zu mir kommst. Yeah, tonight you come in my dream, you say. Komm heute Nacht in meinen Traum. And it depends upon how much you are deep, how deep you are into Dada, then Dada will come into your dream. Und es hängt davon ab, wie tief du dich mit Dada verbunden hast, dann wird Dada auch tatsächlich in deinen Traum kommen. Yeah, but if Dada doesn't come, even the Gnani will come. Our Gnani might come in your dream, which is the same thing. Und wenn Dada nicht kommt, dann kommt vielleicht unser Gnani in deinen Traum. Weißt du, das ist ja eigentlich dasselbe. If the Gnani comes in your dreams, know that you are blessed, absolutely blessed, you see. Und wenn der Gnani in deinen Traum kommt, dann wisse, dass du absolut begnadet bist. There is no difference between the Gnani and Dada coming into your dream. It essentially is
how it means that you are dreaming about the self world, the world of the self. You are Also es not. macht nichts, ob jetzt Dada oder der Gnani in deinen Traum kommt. In der Essenz bedeutet das, dass du über die Welt des Selbst träumst. But so this man says, what if I don't feel like doing it? I don't have the bhav to do it, you see. Und The dann Siddha Stuti. fragt er, aber was ist, wenn ich mich nicht danach fühle oder wenn ich nicht das Bau habe, das zu tun? So Dada gives the answer initially in his scientific way only. For this is interesting. Dada Und says, Dada antwortet dann darauf in seiner wissenschaftlichen Weise sofort. Und you das see, ist Dada gives the scientific answer, which is this. He says, I don't care for bhav. Bhav I have cancelled. You see. Now, und Dada sagt dann, Bau spielt für mich keine Rolle. Bau wurde hier komplett entfernt. what does he mean by I have cancelled bhav? You see, Was meint er damit, ich habe Bau entfernt? what he means is, I've taken away your bhav. You see, Dada gives the original meaning of bhav first, okay? Und was er damit meint, ist, ich habe dein Bau weggenommen, weil Dada gibt dann zuerst die originale Bedeutung von Bau. Bhav means I am Wilhelm, I am Susanne. You see, that is bhav. You Bau see, bedeutet, ich bin Wilhelm, ich bin Susanne, das ist Bau. ich bin Marika, ich bin Katja. You see, I have cancelled. He uses the word cancelled. I have cancelled it. Ich bin Marika, das ist Bau. Und er benutzt dann wirklich das Wort, ich habe das ausgestrichen. I have, this is the beauty of Dada. This is, he essentially says, I have cancelled your vow. So no matter how much you say Ich bin Marika, I, the Gnani Purush Dada, know that vow is zero value now. It has got no value. Und er sagt dann, ich habe wirklich dein Bau entfernt. Und egal wie oft du sagen wirst, ich bin Marika, ich, der Gnani, weiß, dass dieses Bau null Wirkung hat. After taking the Gnan Vidhi, it doesn't matter how much you go around saying, ich bin Marika, ich bin Dorothea, ich bin Claudia. You see? Ist es egal, wie viel du rumläufst und sagst, ich bin Marika, ich bin Dorothea. And how much dancing around you do, dancing in this world, Wie viel du auch immer rumtanzt in dieser Welt. From here to there, whatever, not a single karma is being charged. I have cancelled your bhav. I have cancelled. Egal wie viel du von hier nach da tanzt, nicht ein einziges Karma wird dann aufgeladen, weil ich habe dein Bau ausgelöst. I wanted to remind you that we have a shorter session today. Oh, yeah. So we should have a little break and then let's swap do that. the translators. Sorry to disturb. I appreciate that. Okay, Susanne. All right. Okay. All right. So let us. Eine Pause und let's do that, and then we go. We switch the translator, and I need to finish at 3 o'clock. Okay, so we'll have only about 40 minutes. Huh? Okay. All right. Thank you, Moritz. Yeah. Thank you, Shuddhatma Bhagavan. Thank you, Susanne, my dear. All right. Okay, let's take a break, huh? Yeah. Take a short break? Yep. All right. Wonderful.
Swami Dena Saath Hamara, Jai Jaikara, Jai Jaikara, Swami Dena Saath Hamara. I did not find the original one. So, Shuddha, are you back? Yes, yes. Okay, go ahead. Okay. Okay, continuing. Swami Dena Saath Hamara. Wonderful. Yes. We Okay, will. wir machen weiter. Yeah, is that Susan? Oh, hi, Heiki. Hi, Shuddha. Vishuddhatma Bhagavan. Yes, Jai Sachidanand. Good, good, good to have you. And doing all right? Great? Everything Yes. fine? Yes, Yes. wonderful. Recovered, wonderful. Okay. And so then Ddaashri essentially says that I don't need bow at all. Und dann sagt Dada in der Essenz, ich brauche den Bau überhaupt nicht. Because you essentially, the Siddha Stuti is a process which is beyond intentions, beyond desire, beyond any evidences of the mind, the body, and the words, you see. In der Essenz sind die Siddha Stutis jenseits von dem Verstand, von Körper, von irgendwelcher Intention. Yes, it is beyond the mind, speech, and body, you see. Es ist jenseits von Körper, Sprache und it may Verstand. appear to be words, right? But words are just words. There is something that is happening
below the words which Also raise. es scheinen Wörter zu sein, aber Wörter sind nur Wörter. Da passiert etwas unterhalb dieser Wörter. When you say, I am infinite energy, Wenn du sagst, ich bin unendliche Energie, it's you and I are in a different field and a different location. du und ich, wir sind in einem unterschiedlichen Feld, an einem unterschiedlichen Ort. I am infinite vision. You say you Ich are, bin unendliche Sicht, you're unendliches Sehen. you're beyond any evidence of anything that is associated with the brain and the intellect. They're just totally in another field, another level. You see? Du bist in einem absolut anderen Feld, auf einem absolut anderen Level, jenseits von Intellekt und Verstand. Yeah, so that is why he says it's really I don't need the bhau. This has got nothing to do with bhau. Deshalb sagt er, ich brauche diesen Bau nicht. Es hat überhaupt nichts mit dem Bau zu tun. This is, he has used the word, this is there are no conditions necessary for the Siddha Stuti. There is, everything else in this world is conditional, you see. Alles in der Welt ist an Bedingungen geknüpft, aber diese Siddha Stutis sind jenseits von irgendwelchen Bedingungen. Even the word stuti does not apply. Stuti is a worship, but this is really, it is that which happens when a Mahatma enters into the self and then recites, says these sentences, you see. Das ist das, was passiert, wenn der Mahatma in sein Selbst kommt und diese Siddha Stutis rezitiert. Dann kommt er in sein Selbst. Yeah, he says, so in other words, being the self, the saying happens. The words come out. And in anderen Worten, das Selbst zu sein, darin kommen die Wörter heraus, in diesem Zustand. He calls the Gujarati, in Gujarati, Ato Nirvi Kalpni Kalpna Che. This is the imagination. Sorry. I'm sorry, I'm just reading. I am sorry. I'm just reading a sentence that is there in this Gujarati part. Lies gerade einen Satz auf Gujarati, den ich so schnell nicht verstehen konnte. You know, kalpa, you see, kalpa means in the first paragraph of the Siddha Stuti, the kalp was there. You see, kalpa. In dem ersten Abschnitt der Siddha Stutis wird von Kalpa gesprochen. Kalpa imagination, you see. Kalpa ist die Vorstellungskraft. Yeah, but this is the imagination of the Nirvikalp. Und das ist die Vorstellung des Nirvikalp. Yeah, Vikalp, as you know, is I am Heiki, and Nirvikalp means ich bin reine Seele, you see. Also Vikalp ist ich bin Heike und Nirvikalp ist die reine Seele. Yes, so this is the, you know, for lack of better words, our Gnani Purush Dadashri says this is the imagination of the self. There are no words to say this, but it's the wir haben dafür keine Wörter, deshalb sagt Ddaashri, das ist die Vorstellung des Nirvikalp. Nirvikalp, this is the imagination of the one who is beyond any sense of I am Birgit, I am Elizabeth. You see, this is the real you saying I am infinite energy. I'm full of infinite energy. Wir stellen uns das wahre Selbst vor, das wahre Du, das Jenseits der Vorstellung eigentlich ist. Yeah, there is no bow at all in this. Just make sure. Da ist kein Bau darin. Just make sure your ears can hear it. The ear ihr sollt nur sicher sein, dass ihr es selber hören könnt auch. Make sure that the ear can hear it. Yes, seid sicher, dass eure Ohren das hören können. Was there must be some science behind it. It's not something that you don't say, you know, because you and I can say I am full of infinite energy without actually using the words, right?
But no, Also our wir können Gnani. das sagen, ich bin voll unendlicher Energie, ohne im eigentlichen Sinne die Wörter zu benutzen. Aber But da ist auch our, eine Wissenschaft dahinter. yeah, but our Gnani wants us, our Gnani Purush wants us to resonate inside with these words, you know, just. Unser Gnani möchte, dass wir im Inneren mit diesen Wörtern resonieren, dass sie in uns in Schwingung kommen. And say them and say it, especially so like a mini Gnanvidi, you see, like Und sagt sie so wie ein Mini-Gnan-Vidi, wirklich wie ein Mini-Gnan-Vidi. You know, you just select these 4 sentences, these very precious sentences. Ihr sucht euch nur diese 4 Sätze heraus, diese 4 wertvollen Sätze. When the discharge process is offloading or unloading, entanglement effects, you see, when the discharge of Sibylle or Gottfried is such that it is difficult, at that time, go for it. At that time, say, I am. Vor allem, wenn wir in unserer Entladung schwierige Zeiten erleben, genau dann sollten wir diese Sätze sagen. Yeah, because the discharge, as we mentioned in the beginning of the satsang, is not under your control, but this Weil, is. Wie wir zu Beginn des Satsangs gesagt haben, ist die ganze Entladung überhaupt nicht in unserer Kontrolle, unter unserer Kontrolle. It's not at all under your control. It is is governed by scientific circumstantial evidence. And die Entladung wird durch die sich bedingenden Umstände regiert. And when that is difficult or appears difficult or confusing, go for this thing. Let it just resonate inside you with these. Und wenn es schwierig erscheint, die Zeiten, dann go for it, dann mach es und lass diese Wörter in dir resonieren. You see, the first sentence, I am infinite vision, will remove you from they will give you the understanding that in that which is happening, I am not doing anything. You see? Und der erste Satz, ich bin voll unendlichem Sehen, der bringt dich davon weg, dass du irgendetwas tust, sondern du bist der Sehende. So at that time, therefore, you will see Marika, and dann wirst du Marika sehen. And you will see her evidences very clearly. You will see. Du wirst ihre Umstände sehen. Du wirst sehr deutlich ihre Umstände sehen. Yeah, you see the evidences with clarity, and clarity of vision is half the battle won. You see? Und du siehst all das mit großer Klarheit. Und diese Sicht, das ist schon die halb gewonnene Schlacht sozusagen. If I'm not doing it, who is doing it? And then all the vision improves, you see? Wenn ich es nicht tue, wer tut es dann? I am the one with infinite vision is in fact as if you are totally lifting yourself up from this body complex called Marika, Dorothea, you know, Katja. Wenn du sagst, ich bin voll unendlichem Sehen, dann nimmst du sozusagen Marika oder Katja aus diesem Nicht-Selbstkomplex heraus. Yeah, it's very, very beautiful. You see, this. Und das ist wunderschön. And then with that vision, with that clarity, the agnas will fall in. You see, first und you mit need. Dieser Sicht und mit dieser Klarheit werden auch die agnas dann folgen. Yeah, when you are automatically you have moved in the space where you are not trying to solve the problem in the old ways. In the old way. Automatisch in diesen Raum eingetreten, wo du nicht auf diese alte Art und Weise deine Probleme löst. Yeah, the old way was through the intellect. What shall I do? The old die alte Art und Weise war durch dein Intellekt, wo dann die Frage auftaucht, was soll ich tun? The old ways was to enter into the manipulation of doership. Let's do it this way, let's do it that way, all of that stuff. Die alte Art und Weise war, in die Manipulation des Intellekts zu gehen. Yeah, right. Zu sagen, lass es uns auf diese Art und Weise machen oder auf jene Art und Weise. Yeah, so here this thing here in the last paragraph, Dada is now really taking us to the exactness, not only of
of the recitation or the inner rhythm resonance of the Also hier in dem sound. letzten Absatz bringt er uns in diese Exaktheit, wie wir das im Inneren resonieren lassen sollen. Yeah, the inner resonance of the sound. Remember the first time the Gnanvidi, that kind of energy. You see, that kind of energy, you know, if Erinnert ihr necessary. euch an euer erstes Gnani, also diese Art von Energie? Yeah, just, you know, and the Siddha Stuti starts working very beautifully. You see, this starts working very beautifully. It's just the antarai, the obstructions break. The obstructions is the darkness, is the obstruction. Nothing else is the obstruction. You see? Und die Siddha Stutis, die fangen an, auf wunderbare Weise zu arbeiten. Und sie beseitigen jede Form von Hindernis. Also diese Antarei, das ist diese Dunkelheit, das ist das Hindernis. The darkness, the ignorance is the obstruction, you know, and all other obstructions are manufactured by the intellect. You see? Die Unwissenheit, das ist das Hindernis. Yeah, they are, you know, manufactured by the intellect, you know, and nothing that this Siddha Stuti and time in clarity cannot solve. Time in clarity, you see. Und es gibt nichts, was diese Siddha Stutis nicht in der Zeit und in der Klarheit lösen könnten. You see, so this, in the last paragraph, he says, if my mind is filled with kashais, if my mind is upset with anger or, you know, anger or issues of pride or other things, my mind is disturbed with kashais. Also wenn er im letzten Absatz sagt er hier, wenn mein Verstand gestört ist durch meine Kashais, also wenn ich voller Wut bin oder Stolz empfinde. Can I recite the Siddha Stuti? And Ddaashri says, it is very, very special effect. It is very ideal. It is in fact very, very good if you speak during Kashais. Und der Fragende fragt, soll ich dann die Siddha Stutis aufsagen? Und Dada sagt, ja genau in solchen Momenten solltest du es tun. Da ist es sogar sehr empfehlenswert. Yeah, the problem, my dear Mahatma friends, is we forget this. When Kashais das Problem, meine Mahatma-Freunde, ist, dass wir es vergessen. At diesen Momenten at that time we start feeding the ego, you see. We just, you know, we immediately say, what did I do wrong? In solchen Momenten fangen wir dann an, das Ego zu füttern und sagen, ja, was habe ich getan? What did I do wrong? Or you go to the fridge and open up and take out a cheesecake to eat. Oder du gehst zum Kühlschrank und holst dir dann Käsekuchen. Or eat your favorite piece of chocolate, or, you know, you just... Oder isst dein Lieblings... Or you bang the door and go out and have a cup of coffee or take a walk in the oder park. Du schlägst die Tür zu oder machst dir einen Kaffee oder was auch immer. Or you know, you bite your teeth, you see, you can't say anything to him or her, so you just go inside and... Oder du beißt die Zähne zusammen, weil du zu dem anderen nichts sagen kannst. And if you do it enough number of times, you know, your dentist will say, he'll say, hey, are you biting your teeth too much? Wenn du das oft genug tust, dann wird dein Zahnarzt dir sagen, hey, beißt du so oft die Zähne zusammen? You take it easy, you know. The dentist is the angry person, you see. The angry person is literally, instead of chewing on food, his teeth are worn out just by, you know, squeezing them. Die wütende Person, statt was zu essen, beißt ihm auf die Zähne und macht sie dadurch kaputt. And if you tighten up your temporomandibular joints too much, you develop a muscle tension headache, you see. So most headaches are this muscle business. Ja, und durch diesen ganzen Druck im Kopf, wenn du die Zähne zusammenbeißt, dann kriegst du auch noch Kopfschmerzen obendrein. So this is a very fantastic sentence. It is precisely at the time of Kashais. Also das ist ein absolut fantastischer Satz. Er sagt, es ist genau dann, wenn die Kashais kommen, dann solltest du you can start with, you get insulted, somebody says something that you get upset, you just say, I go to a quiet place and just say, Nananta Gnan Vado Cho.
Also wenn du beispielsweise beleidigt wirst oder anfängst dich zu ärgern, dann gehst du an einen ruhigen Ort und dann fängst du an zu sagen, Ananta Darshan Vado, ich bin voll unendlich im Sehen. You say, and you say, Voll unendlich im I am Wissen. blissful. This Heiki may be upset, but I am blissful. You see. Die Heike ist vielleicht sauer, aber ich bin voller Glückseligkeit. Heiki is upset. You see, are you upset? No, Heiki is upset. Heiki was meant to be upset in the discharge process. You see, in the discharging process, that is how it unfolds. You see. Also Heike ist sauer, aber ich bin nicht Heike. Aber das Entladungskammer von Heike war so gedacht, dass sie sauer ist. Das entfaltet sich gerade vor. Ddaashri says, Kashais have to stop, absolutely cold stop, absolutely come to a screeching halt the moment the Siddha Stuti arises, you see. Und Ddaashri sagt, die Kashais kommen zu einem wirklich einen kalten Stopp, denn sobald man die Siddha Stuti sagt, dann kommt es zu einem quietschenden Alten, dann hören sie auf, die Kashais. And then it's interesting, Dada, of all the animals of the animal kingdom, Dada did not use a lioness or a lion. Ganz interessant, von allen Tieren auf der Welt hat Dada jetzt nicht den Löwen benutzt, sondern and Dada used the most fierce animal in the world, and that is a tiger and the tigress. You see, the tiger is much more dangerous than a lion. You see. Also benutzt oder er sucht sich das furchteinflößendste Tier der Welt aus, ein Tiger bzw. eine Tigerin. Also noch viel furchteinflößender als ein Löwe. In the national parks of India, you will see men walking with lions, in the jungle, but you'll never see anyone walking along a tiger or a tigress, you see. Also in den Nationalparks von Indien, da sieht man immer Menschen mit Löwen herumlaufen, aber man würde nie jemanden mit einem Tiger an seiner Seite sehen. Yeah, and you see, when a tigress enters the jungle, everything flies away, everybody leaves, you see. Wenn die Tigerin in den Dschungel kommt, dann fliegen alle Vögel hoch und alle Tiere hauen ab. You see, this is exactly, this is like, this Siddha Stuti energy is considered like the energy of a tigress. Und die Energien der Siddha Stuti, die sind genau wie die Energien dieser Tigerin. So next time you are upset, you and I are upset, we're going to. Mal, wenn du oder ich, wenn wir oder sauer. We're going to go into the Siddha Stuti. It requires only minimum 20 sentences, 25 times, each one of those 4 sentences, and there you go, Dann gehen wir sofort in die Siddha Stutis und das erfordert nicht viel Zeit. Wir wiederholen jeden Satz 5-mal und dann sind wir draußen. When you say, Ananta Sukhano Dham Chu, you see. Wenn du sagst, ich bin voll unendliche Glückseligkeit. Yeah, when I am the abode, I am the ocean of infinite bliss, there is no energy, there is no kashai that can prevail over you, you see. Und wenn du sagst, ich bin der Ozean voller Glückseligkeit, dann gibt es kein Kashai mehr, was dann bleiben kann. So this is very, very beautiful practical application of our Siddha Stuti, you see, coming up in today's reading, my dear friends. Und in diesem heutigen, was wir heute gelesen haben, das ist eine wunderbare praktische Anwendung dieser Siddha Stutis. Yeah, it is nothing else, 4 sentences. You and I know them by heart. No. Es ist nichts anderes, nur diese 4 Sätze. Wir kennen sie alle auswendig. Yeah, right. You see, the very mention, the very beginning of this sentence places you where you really are, who you really are. You see, out of circumstances pushed you into becoming an Anna Maria or an Astrid or Claudia. Yes, the circumstances. No, you didn't go there. Circumstances pulled you, you see. Die Umstände haben dich dahin gebracht, Anna Maria zu werden. Also die Umstände ziehen dich dorthin. Aber sobald du diese Sätze sprichst, kommst du wieder auf deinen richtigen Platz. Yeah, so this
this friend, my friends, this is a very beautiful gift from Dada to all of us. Das ist ein wundervolles Geschenk von Dada an uns. Practical applications of it, you see. Diese praktische Anwendung davon. And it works, and you know, it works. Und es funktioniert. Yeah, in fact, most of us have become gelled, you know. So it is Mahatmas in satsang, especially all of you getting so much satsang, so that your circumstances, by their very nature, are protected. You see, you are in satsang groups only now. You see. Wir bekommen so viel Satsang, auch in diesen Satsang-Gruppen, dass wir unheimlich beschützt sind. So that is good. That is very good. But when you are, but our interactions with the world are not like that. You see, the interworldly interactions and the grocery bag of last life. You see. Aber die weltlichen Interaktionen sind nicht unbedingt so, oder auch das, was wir aus dem Supermarkt des letzten Lebens mitgebracht haben. Yes, of the last life. That one we don't know what has been filled in it. Da wissen wir nicht, was wir da alles reingefüllt haben. And it is unpredictable, you see. It is not in our prediction. You and I cannot predict what's going to come out of this Mind, Speech and Body Complex. Das ist absolut unvorhersehbar. Wir können nicht vorhersehen, was aus diesem Körper, dieser Sprache oder diesem Verstand herauskommen wird. Yeah. So even if you cannot do the Charan Vidhi, you see, the Siddha Stuti sentences is a must in terms of your fantastic preparedness. You see, just take it out. Selbst wenn du die Charan Vidhi nicht lesen kannst, die Siddha Stuti sind wirklich ein Muss. Yeah, Ddaashri said, forget about all the prayers and pratikramans, go for it. Sie hat gesagt, vergiss alle diese Gebete oder Pratikraman, geh dafür. Yeah. As you know, in the last satsang, we talked, you know, the biggest deficiency in this worldly interaction of ours is our jagruti, you see, our awakened awareness. And the applied awakened awareness, that is, and when the jagruti becomes dim, again Ddaashri says Siddha Stuti. So now there are, you know, two reasons to do Siddha Stuti, you see. Also, da haben wir im letzten Satsang darüber gesprochen, also sozusagen die größte Gefahr im normalen Leben ist das Jagruti, also das angewandte Gewahrsein. Wenn das runtergeht, dann sollte man auf jeden Fall als Medizin die Siddha Stutis and Kashai time, you see. So dim Jagruti and Kashai time, these are the two. Wir haben also jetzt zwei Gründe, die Siddha Stutis zu lesen oder sie anzuwenden. Einmal das angewandte Gewahrsein, was so runtergeht, und die Kashais. I see, these two, you know, and we are all Mahatmas here are subject to this, you see, but und this, alle wir Mahatmas, wir unterliegen all dem. Yeah, are subject to this, but against that which unfolds is a Kashai time, and against that, so these are complementary. 1 and 2 are complementary. When the Jagruti is high, then automatic application arises, you see. Jagruti high level means application arises. Application of what? The application of the Agnas, you see. Also wenn das Jagruti, das angewandte Gewahrsein, sehr hoch ist, dann ist natürlich auch das Anwenden der 5 Agnas folgt automatisch daraus. Yeah, so high Jagruti means Agnas are easy to apply, you see. Also ein hohes angewandtes Gewahrsein erleichtert natürlich die Anwendung der 5 Agnas. And the high Jagruti will help you even kick into. Now this Jagruti is the result of the Siddha Stuti, you see. So dieses hohe angewandte Gewahrsein, dieses absolute Präsentsein des Gewahrseins, das ist natürlich auch ein Resultat aus den Siddha Stutis. Yeah, you are not just saying Ich bin meine Seele, you are actually now
rising with the qualities of the reine Seele. You see, you're the absolute qualities of the reine Seele. You see. Du sagst nicht nur, ich bin reine Seele, sondern du hebst dich selber an in den Qualitäten dieser reinen Seele. Yeah. So, so my dear friends, you know, shall I take your leave? Meine lieben Freunde, ich glaube, das war's jetzt. Yes, we're all together. Uwe will take over now, and Uwe übernimmt jetzt. yes, Heiki, sorry for the short session with you, my dear, but No look forward to problem. more time with you next time. Okay. Yeah. So everyone from you know, there, Susanne, Marian, Carola, Moritz, Wilhelm, Ellen, Uwe, Tanya, Heiki, Claudia, and Dorothee, Marika, hola Marika, and Katja, Estrid, Gottfried, and Monica, Hildegard, Sibylle, Anna Maria, Marga, and Peter, Birgit, Karin, and Marion, and Vincenza. Oh yeah, Switzerland, right? Yes, Shuddhatma Bhagwan, and Jesse Patel, Bhairavi, Elizabeth, Hokem, and Helmut. He looks like he was just with me. Ralph and Gabriella and Heiner and all the others, my dear friends. Okay, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. I will leave you, and Uwe, I'll let you take over. Jai Sachidanand. Thank you. Yeah, Shuddha, thank you very much for the beautiful satsang. Jai Sachidanand. Send our love to Nima Ben. Okay, will do. We welcome her back in the US. Yeah, right. It's 85 degrees here in Miami area, so you know, here we go. Okay. Yeah. See you. Okay. Yeah. So, and what we do, Shuddha, that was not the whole satsang was touching, but that was very touching when you said about the sandalwood thing. Yes. That you keep that sandalwood. There are all the paramanos of all the 24 Tirthankaras. Wow. Feel, I got this. Yeah, thank you. Yeah, right. Amazing. It touched me a lot. You know, when I read it, I said, wow. Yeah. So, yes. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Dada says bye. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah.